Schönen guten Tag, Herr Gatterer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns dieses Gespräch zu führen. Gerne. Wie sind Sie zu Ihrem Handwerk gekommen? Die Entwicklung bei mir war so, dass ich schon als Kind immer wollte mit Tieren arbeiten. Der erste Gedanke war mal Tierarzt zu werden, das hat noch nicht so hingehauen. Und dann war mal kurz ein bisschen wenig Möglichkeit damals mit Pferden was zu machen. Aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft, auch meine Mutter zu überzeugen, weil die war immer so ein bisschen skeptisch für Berufe mit Pferden. Und der erste Schritt in die Berufswelt als Hufschmied war eigentlich die Arbeit im Reitbetrieb. Damals in Sterzing und dann in Bruneck. Und wie sich das dann irgendwo auch verändert hat, da habe ich eine Möglichkeit gesucht, in dem Bereich zu bleiben. Und das war dann eben der Hufbeschlag. Und das Interessante damals war, dass wir eigentlich im Raum Brixen, Pustertal nur einen Hufschmied gehabt haben, der damals schon, kann man sagen, vor einigen Jahren, auch zu den Betrieben hingefahren ist. Weil das war nicht mehr so vor den Reitbetrieben möglich, dass im Dorf zum Beispiel in Reischach war kein Dorfschmied mehr. Dann ist der Mann, das ist der Leitner Michael, ein passionierter, wirklicher Hufschmied aus Mühlbach. Der hat das dann gemacht, dort in Sterzing, wo ich gearbeitet habe, da habe ich ihn kennengelernt, und in Reischach, wo ich dann später weitergearbeitet habe, hat er die Pferde auch betreut. Und das war eigentlich mein erster Kontakt. Und das war so, früher hat man die Pferde, der Schmied hat gearbeitet und ein Mann hat das Pferd immer aufgehalten. Der Wandel ist heute so, dass man eigentlich selber auch viel macht, aufhalten und arbeiten, wenn die Pferde brav sind. Aber das war früher Tradition so, dass es immer 2 Leute am Pferd gebraucht hat. Und dann hat man natürlich den direkten Kontakt, wie das abläuft und auch die Gespräche. Und das hat da schon immer ein bisschen mein Interesse geweckt, aber nicht unbedingt, um zu sagen, ich möchte mal in den Beruf einsteigen. Aber dann war es so, der Mann war schon relativ alt, wie wir uns kennengelernt haben. Und irgendwann ist er verstorben. Und wir hatten einen Stall voller Pferde und keinen Hufschmied mehr. Jetzt war das schon nicht einfach, weil in Südtirol war damals zu der Zeit noch keiner mobiler Hufschmied tätig. Wir haben dann kurzzeitig einmal mit einem Innsbrucker Schmied ein bisschen was gemacht, aber der hatte in Innsbruck draußen viel Arbeit, hat wenig Kapazitäten frei gehabt. Und dann habe ich halt müssen aus der Not immer wieder ein bisschen was machen. Also ein Hufeisen draufnageln, wenn es verloren gegangen ist, ein bisschen was reparieren. Und so habe ich mich halt so langsam ein bisschen eben in den Beruf hineingewagt, aber immer nur aus der Notwendigkeit. Und vielleicht die Berührungsängste, die ich nicht gehabt habe, die kamen von meinem Vater, weil der war auch immer schon so, dass er alles gemacht hat, was möglich war. Ja, und dann hat sich die Arbeit im Reitbetrieb verändert, das war nicht mehr so meine Welt. Dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Weggehen wollte ich nicht aus Südtirol, das wäre möglich gewesen, im Reitbetrieb, entweder in Italien oder im Ausland arbeiten. Aber so ein bisschen, meine Mutter hat immer gesagt, du bist ein bisschen feige, du traust dich nicht, aber ich bin ein bisschen heimatverbunden, muss ich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, die Möglichkeit als Schmied zu arbeiten, weil keine sind, das wäre eine Idee. Und hilfreich ist bei dem Beruf mittlerweile, dass man nicht mehr eine fixe Anlaufstation oder Werkstatt braucht. Das sind natürlich andere Investitionen. Heute ein Auto hat man ein bisschen Werkzeug, da kann man eigentlich arbeiten. Das ist eigentlich die Hilfe gewesen, um mich zu entscheiden, da eben das anzufangen. Und Arbeit war da, deswegen der Gedanke, dass man nicht genügend Arbeit hatte, war eigentlich auch nicht vorhanden. Also die Entscheidung ist mir relativ leicht gefallen. Dann habe ich mich informiert, bürokratisch, was man alles machen muss. Und in Südtirol war es damals so, dass man eigentlich das Handwerk, das man ausüben möchte, ohne Lehrbetrieb zu sein, konnte man anmelden im Handwerksregister. Und dann habe ich mich angemeldet, habe meinen Betrieb eröffnet, 1995 war das. Und seitdem bin ich in dem Beruf tätig. Ein Gedanke war immer, wenn du es schaffst, dass die Kunden zufrieden sind, dann machst du weiter, ansonsten machst du was anderes. Ja, das war so der Start. Und was fasziniert Sie besonders an Ihrem Handwerk? Ja, das ist natürlich schon der Umgang mit dem Pferd. Das war immer schon meine Passion, mit Pferden was zu machen. Und grundsätzlich ist dann eben auch, gerade bei der Arbeit am Pferd,
damit sich ein Pferd, sage ich mal, die Hufe bearbeiten lässt und auch eventuell Hufeisen drauf nageln, muss es eigentlich ein riesen Vertrauen zu dem Ausführenden haben, weil sonst funktioniert das nicht. Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, dass man einen Zugang findet zum Pferd und dann auch eventuell mit dem Kunden, wenn es Probleme gibt, muss man den Kunden vielleicht ein bisschen einbinden und erklären, was er besser machen kann, dass das besser wird und nicht schlechter fürs Pferd. Eigentlich soll es stressfrei sein und keine ständige Angstsituation, wenn der Hufschmied kommt. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung und so die größte Passion an der ganzen Sache, dass man das so angenehm fürs Pferd gestalten kann wie möglich. Wie hat sich Ihr Handwerk in den letzten Jahren verändert? Ja, die größte Veränderung ist natürlich die, dass vor 60, 70 Jahren war es üblich, dass in jedem Dorf eine Schmiede gestanden ist, der Schmied eben vor Ort war und die landwirtschaftlich gebrauchten Pferde damals wurden dann in der Schmiede beschlagen oder Hufpflege gemacht, was halt gebraucht hat. Und der größte Wandel ist eben das, dass es die Anlaufstellen nicht mehr gibt, weil die Schlossereien, Schmiedebetriebe, die mussten sich dann, wie die Pferde weniger geworden sind, die Traktoren Einzug gehalten haben, mussten die sich umschauen, dass sie natürlich weiterhin arbeiten können und haben sich auf andere Gebiete eben spezialisiert. Und der Hufschmied von heute, seit sage ich mal 30 Jahren, ist mobil unterwegs. Das ist eigentlich der größte Wandel, weil man eigentlich nicht mehr eine fixe Station, fixe Werkstatt hat, sondern zu den Pferdehöfen, Reiterhöfen, Reitstallungen und dem zu den Pferden hinfährt. Das ist eigentlich der größte Wandel. Dann natürlich hat sich auch ein bisschen die Technik und Materialien und Werkzeuge, das ist alles so ein bisschen ständig in Evolution und wird immer besser, verbessert und so. Aber grundsätzlich ist das eigentlich der größte Wandel, dass man heutzutage mobil unterwegs ist. Ja. Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Beruf? Ja, die größten Herausforderungen sind eigentlich, dass ich nach getaner Arbeit das Pferd nicht schlechter läuft wie vorher. Also das wird eigentlich unterschätzt immer wieder. Man arbeitet an einem Teil vom Pferd, der sehr sensibel ist, stark mit Nerven durchzogen, stark durchbluten ist und eben das Gangverhalten und die Gangqualität vom Pferd enorm verbessern oder verschlechtern kann. Also da keine Fehler zu machen, das ist eine Riesenherausforderung. Und dann, wenn man es schafft, mit Kunden über Jahre oder Jahrzehnte zusammenzuarbeiten, das ist dann auch eine Herausforderung, weil das eine Vertrauensbasis und schlussendlich dann ein kleiner Beweis ist, dass man zumindest versucht, alles richtig zu machen. Ja. Das ist eigentlich schon eine riesen Herausforderung. Und man darf auch die Gefahr dann auch nicht unterschätzen. Wenn die Pferde noch nicht so geübt sind, man ist auch ständig einer Gefahr ausgesetzt, weil wenn die Pferde erschrecken und so, das Erste, was sie machen, mal kurz, also die Situation, die wollen da raus und dass man da auch die Gefahr immer wieder einschätzt. Das sind so die größten Herausforderungen. Ja. Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Handwerks? Ja, die sehe ich eigentlich sehr rosig, weil es gibt in Südtirol zwar keine große Realität am Pferden, aber die werden immer bleiben und durch den, dass das Pferd schon seit Jahren einen Hobbystatus hat, werden immer Leute sein, die Pferde halten. Die einen zum Züchten, die einen zum Einspannen, die einen zum Reiten und dann gibt es eigentlich genügend Arbeit, weil die müssen ja regelmäßig gepflegt werden, die Hufe. Da kann man als Besitzer nicht drüber hinweg. Und das Zweite, wir haben das Glück, auf der anderen Seite ist es ein Glück, aber es kann auch ein Fluch sein, dass wir nicht zu viele sind im Land. Deswegen die Konkurrenz ist jetzt nicht so stark, aber zum Glück haben wir gute Hufschmiede in Südtirol, das muss man dazu sagen. Und deswegen sehe ich also für die angehenden Hufschmiede oder die noch verbleiben in der Arbeit für die Zukunft überhaupt keine Probleme, weil Arbeit hat jeder genügend, wenn er arbeiten möchte. Das sehe ich eigentlich recht positiv. Ja.
Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die sich für ihr Handwerk interessieren? Ja, ich habe zum Beispiel, kann ich kurz erzählen, eine aktuelle Situation. Eine junge Frau aus Freienfeld, Raum Sterzing, die hat mich im Februar kontaktiert, ob sie könnte mal bei mir ein bisschen Praktikum machen. Sie arbeitet schon seit 4 Jahren mit anderen Hufschmieden mit, hat dann auch eine Ausbildung gemacht, ist dabei, die Ausbildung abzuschließen. Und die Frau ist jetzt 30 Jahre alt, um zu sagen, doch noch jung. Aber eigentlich eine Frau ist auch selten in dem Beruf. Mittlerweile schon ein bisschen mehr verbreitet, vor allem im Ausland. Und sie, was sie mitbringt und was man eben den Jungen weitergeben kann, Riesenpassion. Sie sagt, sie hat vieles schon gemacht, aber so richtig erfüllend war noch nichts der Beruf. Sie hat immer schon mit Pferden auch zu tun, sie hat ein eigenes Pferd. Aber der erfüllt sie so, dass sie, wenn sie nach Hause kommt, immer noch über den Beruf nachdenkt und sich freut, dass es nächsten Tag losgeht. Also das wäre schon sehr wichtig, wenn man richtig Passion für den Beruf hat. Und dann denke ich, ist halt wichtig, groß zu denken, aber die kleinen Schritte nicht auslassen. Also man muss schon versuchen, das Handwerk gut zu lernen und das größte Glück, sage ich immer, im Leben eines Menschen, wenn man was lernen will, man muss ganz gute Lehrmeister treffen. Und wenn man da darauf achtet, dass man wirklich gute Schulen besucht und zu guten Lehrmeistern kommt, dann steht dem eigentlich nichts im Weg. Und wenn jemand Interesse hat, versuchen. Wenn es dann nicht das war, dann kann man sich ja umschulen lassen. So, aber wenn man es nicht versucht und bleibt ständig im Hinterkopf, hätte ich es gemacht. Und das sollte auch nicht sein. Nein, ich denke, für jemanden, der mit Tieren gern zusammenarbeitet, ein toller Beruf und auch die Chancen, um vernünftig davon zu leben, die sind auch gegeben. Und deswegen einfach machen und wirklich versuchen, das vom Anfang an gut zu lernen. Nicht nur so halbherzig dran gehen, richtig mit richtig einem guten Plan. Das wäre so mein an die Jugend, ja. Vielen Dank. Bitte, Dankeschön. bitte. Gerne, gerne.